Boot. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Seemann war das einzige, ich glaube, verwertbare Lied für die Plattenfirma, wo man sagen konnte, also hier wäre eventuell Potenzial, dass es mal im Radio gespielt wird oder dass man das auf MTV senden kann, weil der Rest ist ja einfach nur ein einziges Gesaue von vorne bis hinten und hat seine Berechtigung, ist es rockig, ist es schwer, aber kommerziell überhaupt nicht zu verwerten. Und deshalb sind sie, glaube ich, auf die Ballade gegangen, obwohl das eigentlich ungewöhnlich ist. Das war noch die Zeit, wo wir irgendwie gesagt haben, okay, fragen wir mal die Plattenfirma, vielleicht haben die eine Idee, irgendwie einen Regisseur anzufragen. Und ich glaube, der Grund, warum wir diesen Laszlo, der hatte irgendwie so eine Werbung gedreht für irgendeine Bierfirma oder irgend sowas. Richtig, das war der Jevermann, der die Jever-Werbung gedreht hat, diesen Werbeclip. Heute ein Pilz oder irgendwas. Ab in Sand. Und irgendwie sind wir deswegen zu denen gekommen, aber frag mich nicht warum und wieso, weil ich trinke zum Beispiel gar kein Bier. Und als ich dann das Set gesehen habe, dachte ich, was ist denn das für ein Kram, ey? Das war so ein Punkt, wo wir, wie gesagt, auch noch gar nicht richtig wussten, was wollen wir. Wir haben uns praktisch voll ganz in die Hände des Regisseurs gelegt und das war eigentlich überhaupt nicht unsere Sache. Ich weiß nicht, ob das heute gut findet oder nicht, aber irgendwo dieser Lied, der Inhalt und die ganze Tonalität hat natürlich meine ganz merkwürdige und eigenartige ungarische, sage ich mal, melancholische Seele getroffen. Ich erinnere mich gut, dass wir alle ständig über irgendwas uns aufrichten. Also als wir vor allen Dingen angezwungen worden sind und mit irgendwelchen Leder- und Lendenschurzen dann da rumstanden, das fanden wir überhaupt nicht gut und ganz unpassend zu unserer Idee über uns und unserem erdachten Outfit. Die Jungs haben es gehasst. Sie haben es gehasst, das irgendwo anzuziehen oder die Haare zu ändern und so weiter. Und weiß gar nicht, wie das kam. Irgendwo haben sie sich dann doch darauf eingelassen. Aber glücklich waren damit, glaube ich, nicht. Das kann ich nicht so behaupten. Zu dieser Zeit waren wir noch ziemlich widerstandslos und folgten dem damaligen englischen Stylisten, der einfach gesagt hat, so. Oder er hat einfach nicht gesagt, er hat einfach unsere Haare beschnitten. Und ehe wir es versahen, sahen wir alle sehr komisch aus, Richard wie ein Russe. Und bekamen dann so eine Pupfel auf die Kopf gestülpt. Ich hatte so einen ganz großen, man sieht mich ja nicht, hoffentlich. Ich sah aus wie so ein englischer Bärenfellmützenmann. Hill hatte noch den kleinsten Pupfel, da ging es noch. Was das sollte, weiß ich nicht. Hatte nichts mit uns zu tun, aber wir dachten, das ist so normal im Video. Man wird dann irgendwie so hingestylt und dann fügt man sich in diese Rolle. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass irgendjemand uns dann die Haare da abgeschnitten hat. Aber eben auch sowas haben wir mit uns machen lassen. Und dachten, das gehört so dazu. Wir mussten uns hinsetzen und ruckzuck hatten wir alle keine Haare mehr. Bis auf Richard, der ist da, glaube ich, noch irgendwie entkommen. Und dann haben wir Haaraufsätze gekriegt und Federn und halt, wie man dann so aussieht da. Ich fand das ziemlich geil, also gutes Outfit. Man musste dann erstmal eine Weile mit fast Glatze rumrennen. Naja. Aber das Opfer hat jeder ja gebracht, weil wir waren ja jung und wollten erfolgreich werden und haben alles für die Kunst gegeben. So uferlos die kalte See. Wir mussten diese blöden Seile ziehen und irgendwie versuchen, irgendwie so mit voller Wucht, mit voller Muskelkraft irgendwie das Schiff, was ja kein Schiff war, denn es war, wie gesagt, irgendwie so ein Sandhaufen, es sollten so Wellen sein. Irgendwie sollten wir dieses Boot da rausziehen. Ich habe auch gar nicht verstanden, dass es so eine Story gab, ja, mit einer Prostituierten und so weiter. Das habe ich damals überhaupt gar nicht kapiert. Also eigentlich ziehen wir die Liebe hinter uns her. So, und dann tauchte auch immer dieses Mädchen da auf und das Boot bewegt sich aber nicht von der Stelle und wir ziehen uns den Wolf da. Eine Geschichte über Nicht-Ankommen und ja, Verzweiflung. Naja, und das halt kombiniert mit dem Text sollte das so ein bisschen, also ganz große Schwermut ausstrahlen. Weil irgendwo das ging auch darum eigentlich so um ein gestrandetes Leben. Und deswegen kam die Idee, das irgendwas für ein Schiff hinzustellen,
mitten in der Sand, in einem Studio, was eigentlich ein Schiff in der Wüste ist. Und Wüste ist auch wahrscheinlich Ausdruck vielleicht auch teilweise für Hoffnungslosigkeit oder auch für Hoffnung, also je nachdem, wie man es sieht. Komm in mein Boot, der beste Seemann war doch ich. Flake hat das Glück oder das Pech, je nachdem wie man es sieht, immer die Rollen zu übernehmen oder zugeschanzt zu bekommen, die keiner machen will. In dem Fall jetzt beim Seemann ist ja auch das Monster, was den Schnabel da aufhat. Das ist derjenige, der die Übersicht hat von oben und alles so beäugt irgendwie. Vielleicht hat er auch keinen anderen Job da jetzt gerade gehabt in dem Video, aber da lagen ein Haufen Utensilien rum und Masken und Kopfbedeckung und Panzer und Schilde und Armstulpen, Reifen und Gedöns. Und da hat sich jeder irgendwas ausgesucht und ich glaube, die Maske ist bei Flake einfach hängen geblieben. Ich glaube, der hat so einen kleinen Kopf, das war das Einzige, was gepasst hat, dort, dieses Vogelteil. Das hat jeder gehasst, dieser Vogelkopf, und er hat sich mal angezogen und war dann okay. Flake hat dann den Vorteil, er ist im Bild und den Nachteil, er muss immer die Scheiße machen. Insofern, ja. Ich bin meistens noch so mit. Till hat große Glück, er ist der Sänger, dadurch ist er zwangsläufig im Bild. Richard kriegt auch immer eine gute Rolle, weil er sich sonst beschwert. Und Schneider und ich, ja, und Olli, wir laufen dann immer noch so im Hintergrund rum und belasten das Bild mit zu viel Personen. Was bei 6 eben sehr schwierig ist. Aber es ist nun mal so bei uns. Also wenn ich es aussuchen könnte jetzt als Regisseur, optisch würde ich mal 4 nehmen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Aber ich bin dann auch wieder froh, dass wir nicht Seed sind, wo dann 17 Mann durchs Bild rennen. Insofern gibt es noch Schlimmeres. Fischerchöre in Graus. Es gab tatsächlich Diskussionen über die Kostüme und über den Vogelkopf. Aber dann haben sie sich darauf eingelassen, und das muss man auch sagen, dass es extrem professionelle Jungs sind. Und die haben von der Performance her oder von der körperlichen Einsatz, oder bei Till kennt man das sowieso, inklusive sich brennen lassen und so weiter, das hat natürlich alles perfekt geklappt. Ich finde gut an dem Video, wie Till performt, und da finde ich, hat er schon so ein bisschen so viele Stilmittel, die er dann auch lange beibehalten hat. In seiner so Ausdruck, in seiner Performance hat er da schon erstmal eingeführt. Zum Beispiel, dass er sich auf das Bein immer klopft und so. Das Video ist halt wie es ist. Und wir haben alles gegeben, haben versucht, dieses Schiff im Sand wegzuziehen. Das ist uns nicht gelungen. Und mir ist kalt.